Herzlich willkommen bei Kiefer Classic Racing zu einem neuen Video, in dem es mal nicht hauptsächlich um Motorräder geht, aber um ein Thema, das diesbezüglich auch sehr wichtig ist. Wenn ich zum Beispiel heutzutage ein Oldtimer-Treffen besuche oder durch ein Fahrerlager laufe, freue ich mich jedes Mal, wenn ich junge Menschen sehe. Gleichzeitig fällt mir aber auf, dass es oftmals nur wenige sind. Das bringt mich zu einer Frage, über die ich in letzter Zeit immer häufiger nachdenke. Wie begeistern wir junge Menschen eigentlich wieder oder weiterhin für Technik? Wenn ich durch Baumärkte oder Spielwarenläden gehe, fällt mir immer wieder etwas auf. Die Regale sind voller Technikspielzeug, Robotikbaukästen und Elektronik. Gleichzeitig hört man immer wieder, dass Handwerksbetriebe kaum noch Nachwuchs finden, dass viele junge Menschen sich nicht mehr zutrauen, etwas selbst zu reparieren und dass Motorräder oder Autos für viele eher Gebrauchsgegenstände geworden sind als ein Hobby. Gleichzeitig sehe ich aber auch etwas anderes. Viele junge Menschen haben durchaus Interesse, ihnen fehlt oft nur der erste Berührungspunkt. Ich glaube nämlich nicht, dass man als Schrauber oder Ingenieur geboren wird. Ich glaube, man wächst dort hinein. Also, wie schaffen wir es, dass aus Kindern irgendwann Menschen werden, die selbst etwas bauen, reparieren und erschaffen? Und genau darüber möchte ich heute in diesem Video mit euch sprechen. Wenn ich heute einmal für mich persönlich zurückblicke, dann begann meine Begeisterung für Technik eigentlich nicht erst mit dem Zugang zu Motorrädern. Sie begann viele Jahre früher. Als ich aufgewachsen bin, gab es keine Smartphones, keine sozialen Medien, keine Online-Multiplayer-Games. Natürlich gab es Fernsehen und Videospiele, aber es gab auch unglaublich viele Dinge, die man mit den Händen gemacht hat. Damals habe ich einfach gespielt und ausprobiert. Heute weiß ich, eigentlich habe ich dabei gelernt. Wie Zahnräder funktionieren, warum Hebel Kräfte verändern, warum Konstruktionen stabil oder instabil sind, wie man Probleme löst. Diese Fähigkeiten haben mir später beim Schrauben an Motorrädern, an Autos oder an anderen technischen Gegenständen geholfen, ohne dass ich dies damals geahnt habe. Ich glaube heute auch, dass meine Eltern damals etwas gemacht haben, dessen Bedeutung ihnen vielleicht gar nicht bewusst war. Sie haben mir Lego geschenkt, Fischertechnik, Revell-Bausätze, Baukästen. Sie haben meine Neugier unterstützt. Nicht, du musst Mechaniker oder gar Ingenieur werden, sondern probier es einfach. Ich glaube, genau darin liegt der Unterschied. Kinder müssen Technik nicht erklärt bekommen, sie müssen Technik erleben dürfen. Auch ich habe vieles nicht aus Büchern oder erst während meiner Ausbildung gelernt, sondern viel früher, von meinem Vater. Zum Beispiel haben wir gemeinsam etwas repariert. Ich habe ihm das Werkzeug gereicht, etwas erklärt bekommen, zuschauen dürfen und durfte es später auch selbst machen. Somit durfte ich am Anfang wahrscheinlich nur den Schraubenschlüssel halten. Irgendwann durfte ich aber selbst schrauben. Und irgendwann war ich derjenige, der meinem Vater aktiv und effektiv geholfen hat. Und bis heute schrauben und fahren wir gemeinsam. Natürlich darf man als junger Mensch auch Spaß an digitalen Medien haben. Ich spiele auch gerne mal was auf der Playstation oder scrolle durch soziale Netzwerke. Aber wenn Kinder ausschließlich konsumieren und nie selber etwas erschaffen, dann geht etwas verloren. Ein Beispiel. In einem Spiel wie Fortnite kann man hunderte Stunden investieren, aber irgendwann wird das Spiel eingestellt und der Server abgeschaltet. Dann geht alles verloren, was man dort aufgebaut oder erreicht hat. Diese Yamaha hier, die fährt hoffentlich noch in 20 Jahren, vielleicht sogar noch länger. Vielleicht fährt irgendwann einer meiner Söhne damit oder meine Enkel. Das ist etwas Dauerhaftes, etwas Echtes. Dabei geht es gar nicht speziell um Motorräder. Es könnte genauso gut ein Fahrrad sein, ein Mofa, ein RC-Modell, ein Rasenmäher oder sogar ein Möbelstück. Alles sind Projekte, alles bringt Erfahrung. Es geht nicht darum, womit man anfängt, es geht darum, überhaupt anzufangen. Für viele Menschen ist das Schrott. Für mich ist das eine Aufgabe. Denn reparieren und restaurieren bedeutet Probleme erkennen, Lösungen finden, geduldig bleiben. Fehler machen, noch einmal anfangen. Glaubt bloß nicht, dass bei mir immer alles funktioniert. Wie oft habe ich etwas falsch montiert, Fehler gesucht, Teile mehrfach neu gebaut, fertige Motoren wieder zerlegt. Aber genau dadurch lernt man. Der beste Mechaniker ist nicht der, der nie Fehler macht, sondern der, der aus jedem Fehler etwas lernt. Das sind Fähigkeiten, die einem überall im Leben helfen, nicht nur beim Schrauben.
Denn ich glaube, einer der größten Fehler heute ist es, dass viele Menschen denken, ich kann das nicht, ich kenne mich damit nicht aus, ich brauche jemanden, der das macht. Aber wisst ihr was? Ich konnte das früher auch nicht. Niemand wird als Mechaniker geboren. All das habe auch ich irgendwann zum ersten Mal gemacht. Wenn ich heute eine dieser Maschinen in meiner Werkstatt anschaue, sehe ich nicht nur ein Motorrad. Ich sehe viele Jahre Erfahrung, viele Fehler, viele Stunden in der Werkstatt. Aber ich sehe auch etwas anderes. Ich sehe Lego. Ich sehe Fischertechnik. Einen Vater, der sich Zeit genommen hat. Eltern, die Neugier gefördert haben. Und viele kleine Projekte, aus denen irgendwann etwas Größeres geworden ist. Vielleicht restauriert ihr niemals ein Motorrad. Vielleicht baut ihr nie einen Rennmotor. Vielleicht fahrt ihr niemals Rennen. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn dieses Video einen einzigen Menschen dazu bringt, heute Abend in die Garage oder in den Keller zu gehen und einfach etwas zu reparieren, anstatt es wegzuwerfen, wenn es dazu beiträgt, dass ein Vater oder eine Mutter am Wochenende mit ihrem Kind ein altes Fahrrad repariert, einen Modellbausatz zusammenbaut oder einfach gemeinsam etwas erschafft, dann wäre das für mich mindestens genauso viel wert wie ein Pokal auf der Rennstrecke. Mich interessiert heute nicht, welches Motorrad ihr fahrt. Mich interessiert eure Geschichte. Wer hat eure Begeisterung für Technik geweckt? War es euer Vater, eure Mutter, eure Großeltern, ein Lehrer oder vielleicht ein guter Freund? Was war das erste technische Projekt, auf das ihr wirklich stolz wart? Und was denkt ihr, wie man junge Menschen wieder oder weiterhin für Technik und Handwerk begeistern kann? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich bin sicher, dass dort viele inspirierende Geschichten zusammenkommen werden. Gleichzeitig freue ich mich natürlich auch weiterhin über Likes und Abos. Tschüss, bis zum nächsten Mal.